Du scannst dein Ticket und bist im Stadion. Für dich mag hier ein 90-minütiges Fußballfest beginnen. Aber im Hintergrund ist das digitale Ökosystem vielleicht schon längst erwacht. Der Moment, in dem dein Ticket gescannt wird, ist womöglich der erste Schritt auf einer Datenkarte. Für dich ist es ein harmloser Eintritt ins Stadion, für das System birgt es das Potenzial, der Beginn eines digitalen Matchings zu sein. Das ist Deutschland, ein Ort, an dem Traditionen und Fankultur heilig sind. Doch wenn Zehntausende von Menschen in ein modernes Stadion strömen, kreuzt sich diese romantische Atmosphäre mit den Realitäten der digitalen Welt. Denn moderne Stadien bestehen zunehmend nicht mehr nur aus Rasen und Beton. Sie verwandeln sich in riesige technologische Netzwerke, in denen jeder Besucher unauslöschliche digitale Daten hinterlässt. Deshalb geht es hier nicht nur um ein einziges Stadion. Von der Allianz Arena über Dortmund bis nach Wolfsburg und Leverkusen. In vielen deutschen Stadien wird das Fußballerlebnis Schritt für Schritt digitaler. Digitale Tickets, kontaktloses Bezahlen, Fan-Apps, Kamerasysteme, Fanshops, Rabatte, Treueprogramme. Und mit jedem Schritt entstehen neue Datenpunkte. Für sich allein betrachtet wirkt vieles davon harmlos. Schnellerer Einlass, kürzere Warteschlangen, einfacheres Bezahlen, persönlichere Angebote. Aber wenn all diese Bausteine zusammenkommen, wird das Stadionerlebnis nicht nur bequemer. Es wird auch messbarer, nachvollziehbarer und wirtschaftlich interessanter. Die eigentliche Frage ist also, wer profitiert am Ende am meisten von dieser digitalen Transformation? Der Fan? Oder das System, das im Hintergrund über den Fan lernt? Alles wird uns oft als große Erleichterung präsentiert. Bargeldloses Bezahlen. Karte ranhalten, bezahlen und weitergehen. Auch wenn das praktisch klingt, kann ein Getränk vor dem Spiel oder ein Snack in der Halbzeitpause eine digitale Spur in den Systemen hinterlassen. Diese Handlungen, die für dich nur alltägliche Einkäufe sind, haben technisch gesehen das Potenzial, sich Schritt für Schritt in ein Konsumprofil zu verwandeln. Dieser Datenfluss muss nicht an der Kasse enden. Stell dir vor, du betrittst den Fanshop und schaust dir ein neues Trikot an. Selbst wenn du den Laden verlässt, ohne etwas zu kaufen, kann dein Zögern vor dem Regal für moderne Marketingsysteme ein wertvolles Datum sein. Während du einfach nur die Atmosphäre genießt, haben die technologischen Infrastrukturen bereits die Kapazität erreicht, dein Verhalten für eine zukünftige Kampagne zu analysieren. Der umstrittenste Teil könnte jedoch unter dem Stadiondach verborgen sein. Die hochauflösenden Kameras in modernen Stadien zeichnen längst nicht mehr nur das Spielfeld auf. Intelligente Systeme, die Bewegungen, Dichte und den Strom der Menschenmenge in Sekundenschnelle erfassen können, werden immer häufiger eingesetzt. Diese unter dem Vorwand der Sicherheit installierten Infrastrukturen haben technisch gesehen die Macht, das Stadion in einen stillen Überwachungsraum zu verwandeln. Und dann die Tribünen. Zehntausende Menschen, die Schulter an Schulter Fangesänge anstimmen. Das ist pure Fußballkultur. Doch für die Software hinter den Kameras ist es ein dynamischer Datenpool, der analysiert werden kann. Die Technologie, die es ermöglicht, Gesichter in dieser Menge in Echtzeit zu scannen und abzugleichen, ist keine Zukunftsmusik mehr. Auch wenn du dich inmitten tausender Menschen anonym fühlst, bist du in der digitalen Welt vielleicht gar nicht so unsichtbar. Diese Technologien haben nicht nur das Potenzial für mehr Sicherheit, sondern auch dafür, die Konsumpsychologie zu verstehen. Können die Ereignisse auf dem Spielfeld mit der Ausgabebereitschaft der Fans abgeglichen werden? Wird das Feierabendbier gekauft, wenn die Mannschaft in Führung geht? Oder rennt man bei einem Rückstand vor Stress zum Würstchenstand? Big Data hat die Kapazität, Fußball nicht nur als Sport zu betrachten, sondern als ein Feld, in dem Massenpsychologie analysiert werden kann. Das digitale Marketing interessiert sich längst nicht mehr nur dafür, was du kaufst, sondern auch, wann du am empfänglichsten dafür bist. Denk an den Moment, in dem deine Mannschaft ein Tor schießt und die Euphorie ihren Höhepunkt erreicht. Eine Push-Benachrichtigung über einen Rabatt auf das neue Trikot
die genau während dieser emotionalen Explosion auf deinem Handy aufleuchtet, muss technisch gesehen kein Zufall sein. Algorithmen entwickeln sich zu Werkzeugen, die darauf abzielen, den perfekten Moment basierend auf deiner emotionalen Verfassung zu wählen. Genau in diese Richtung bewegt sich der moderne Industriefußball. Auf dem Rasen existieren weiterhin diese historischen Wappen und die unvergleichliche Leidenschaft der Fans. Doch hinter den Kulissen wächst ein riesiger Technologie- und Datenmarkt. Vereine können nicht mehr nur Sportvereine bleiben. Sie werden gleichzeitig in Technologie-Ökosysteme integriert. Die reine Leidenschaft des Fans birgt das Risiko, von modernen Systemen in einen messbaren und kommerziell verwertbaren Wert verwandelt zu werden. Das Nachdenkliche daran ist, wir, die im Internet schon einer simplen Cookie-Anfrage misstrauisch gegenüberstehen, lassen uns von der Magie des Stadions mitreißen und passen uns dieser digitalen Transformation viel leichter an. Wir nehmen technologische Bequemlichkeiten schnell an, einfach weil sie schneller und praktischer sind. Vielleicht sollten wir uns die Frage stellen, wie viel von unserer Privatsphäre opfern wir für diesen zunehmend digitalisierten Komfort? Der Schiedsrichter pfeift ab, die Lichter gehen aus und jeder geht nach Hause. Für dich ist das Spiel vorbei. Deine digitalen Spuren warten jedoch möglicherweise bereits auf den Servern darauf, analysiert zu werden. Du weißt, dass du auf der Tribüne ein leidenschaftlicher Fan bist, der seine Mannschaft unterstützt. Aber für diese stetig wachsende digitale Wirtschaft könntest du unbewusst zu einem datenliefernden Rädchen in einem riesigen System geworden sein. Das Spiel endet, aber der Datenfluss geht weiter. Ihr habt gesehen, wie aus einem Stadionbesuch ein digitales Profil entstehen kann. Aber jetzt kommt die noch gefährlichere Frage. Was passiert, wenn nicht mehr nur eure Daten kopiert werden, sondern eure Stimme? Echt jetzt. Schon wenige Sekunden Audio können reichen, damit KI euch täuschend echt imitiert. Und genau damit beginnt eine neue Form von Betrug. Wie KI eure Identität klaut, eure Stimme nachbaut und warum dadurch sogar Geld, Vertrauen und Sicherheit auf dem Spiel stehen, zeige ich euch im nächsten Video. Klickt hier auf die Infokarte. 3 Sekunden reichen, so klaut KI deine Stimme und dein Geld. Das Spiel im Stadion ist vorbei. Aber das Spiel mit deiner Identität beginnt jetzt. Wir sehen uns drüben. Echt jetzt?